Hallo, auch von mir mit Tipps und Hinweisen zur Technik von Segelyachten. Heute gebe ich euch weitere Informationen rund um das Saildrive SD40 und SD50 Kupplungs-Upgrade-Kit. Die meisten Servicewerkstätten, mit denen ihr zu tun habt, werden immer versuchen, euch einen neuen Kupplungskegel mit neuem Schaltfinger zu verkaufen. Das geht schnell und bringt den meisten Profit. Das richtige Einmessen der Kupplung, wie in meinem Video beschrieben, ist in den meisten Mechanikern daher unbekannt. Aus einer defekten Kupplung habe ich inzwischen einen wirklich abgenutzten Kupplungskegel mit Schaltfinger erhalten, den ich euch heute zeigen werde. Damit seid ihr in der Lage, eine echte Abnutzung und damit auch den wahren Grund für einen Austausch zu erkennen. Das ist ein schon benutzter Kupplungskegel mit ca. 900 Stunden Betriebszeit. Der Kupplungskegel wird nicht nur auf Untermaß geprüft, sondern ihr geht auch mit einer Fühlerlehre auf die Kontaktflächen von Kupplung und Schaltfinger und schaut euch das mal im Gegenlicht an. Die sollten schön eben sein, oben und unten sollte nur ein kleiner Lichtspalt zu sehen sein. Der Schaltfinger berührt auch die Flächen, jedoch darf die Spitze vom Schaltfinger das Innere des Kegels nicht berühren. Da muss also auch nochmal ein Lichtspalt zu sehen sein. Das ist schon ein stark abgenutzter Kupplungskegel. Das Untermaß ist auf beiden Seiten dabei gar nicht so schlimm. Wir gehen wieder mit einer Fühlerlehre auf die Kontaktflächen des Schaltfingers und schauen uns das mal an. Die sollten eigentlich schön eben sein, das ist aber in diesem Fall, bei diesem Kegel nicht der Fall. Oben ist er okay und unten ist er massiv ausgeschliffen. So, mit dem Schaltfinger, der berührt auch die Flächen. Der Schaltfinger berührt die Flächen, jedoch darf die Spitze vom Schaltfinger das Innere des Kegels nicht berühren. Aufgrund des starken Ausschliffs der beiden Kegelflächen hat der Kupplungskegel sein Lebensende erreicht und muss daher ausgetauscht werden. Vergleichen wir mal die beiden Kupplungskegel. Bei dem abgenutzten Kupplungskegel ist eine deutliche Kontaktspur zu sehen. Das kommt von einer starken Abnutzung des Schaltfingers und auch von der Berührung der Kontaktfläche. Schauen wir uns jetzt die beiden Schaltfinger an. Links ein Schaltfinger mit ca. 900 Stunden Betriebszeit, rechts der Schaltfinger aus der abgenutzten Kupplung. Deutlich sind die geringeren Schleifspuren an dem linken Schaltfinger zu sehen im Vergleich zum rechten. Noch deutlicher wird es auf der Rückseite sichtbar. Die Schaltfingerseite von der ausgeschliffenen Kupplungskegelseite hat nur noch an 2 Punkten Kontakt. Damit hat dieser Schaltfinger auch sein Lebensende in der Saildrive-Kupplung erreicht. Wie gezeigt, ist nicht nur das Einmessen der Kupplung wichtig für eine erfolgreiche und langlebige Reparatur, auch eine optische Kontrolle von Schleifflächen des Kupplungskegels und des Schaltfingers ist wichtig. Habt ihr ein Wartungs- oder Reparaturproblem, dann schreibt mir eine Mail. Wir finden schon eine Lösung. Damit bin ich heute mit der Ergänzung zum Kupplungs-Upgrade-Kit durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal. Dann werdet ihr bei einem neuen Video zu weiteren technischen Themen informiert. Wer diese und weitere Info lieber schriftlich als Schritt-für-Schritt-Anleitung reich bebildert lesen will, der schaut auf meine Webseite www.gerdamata.de unter Infoseiten nach. Dort findet ihr Hinweise und Reparaturanleitungen zu vielen technischen Themen rund um eine Segelyacht.
Bis dahin Fair Wind und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.